Wir gehen jetzt erstmal rein. Codewort, Lizard. Codewort ist Lizard, Chat. Wenn ihr Angst habt, schreibt Lizard in den Chat. Wir gehen straight ins Video rein. 8 most disturbing things caught on doorbell camera. Neues Video. Ich bin sehr gespannt, was sich in diesem Video hier auf uns verbergen, was auch immer wird. Ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt jetzt keine Angst haben, Chat. Ich habe noch nicht mal das Video also ich habe das Video noch nicht mal angefangen, aber das Video geht jetzt los. Meine Damen und Herren, lehnen Sie sich zurück. Das sieht gruselig aus. Bin ich ganz offen und ehrlich mit euch, Chat, ja? Bin ich ganz offen und ehrlich. Sieht aus wie meine Ex. Grüße. Okay, wir starten rein ins Video. Habt keine Angst, ich bin für euch da. Ach du Scheiße. Ach du heilige Makrele. Die hat ein Messer, oder? Die ein Messer? This footage was captured in Flint, Michigan. Das ist schon, alter Fuck. Es geht sehr gut los, Chat. Es geht super gut los. On April 24th, 2023. The house had 2 Ring cameras, one above the garage. Allein das sieht schon creepy aus, Chat, oder? Allein das sieht schon gruselig aus. And the other was a Ring doorbell camera. Around 10 p.m., a man in a red jacket and another person just behind him are shown walking up to the house's front door. Before knocking or ringing the doorbell, the man in the jacket immediately starts trying to break down the door. Okay, der will einbrechen. What the fuck? The Ring camera falls to the ground from the impacts, but the door itself doesn't budge. Lizard, es ist doch jetzt nicht gruselig, Chat, hört auf. After those few seconds, the man walks around to the house's side door and again immediately starts trying to break it down. By this point, the homeowner had woken up in a panic and was checking their camera's feed for an explanation. They noticed their doorbell camera on the ground, and so they switched over to their other camera. As the banging noise rang out throughout the house, they could now see what was causing it. Aber die sehen mir nicht aus wie Einbrecher, Chat, oder? What the fuck? Das waren richtig schlechte Einbrecher. Die waren richtig kacke. Der hat eine Waffe gehabt, der eine. The homeowner's voice coming over the speaker was enough to scare the 2 men off. Und dann laufen die weg, wenn der einmal was sagt? Police were called out to the property. When they reviewed the footage, they noted that one of the men was armed. Okay, der hat eine Waffe gehabt. What these 2 men planned to do with the people inside if they had successfully broken in is unknown. It's unclear if they were ever identified by police. WTF. Okay, erster Clip-Chat, nicht so schlimm gewesen, oder? Nicht so schlimm gewesen, muss ich sagen. Also, ich hatte keine Angst beim ersten, muss ich ehrlich sagen. This clip was captured Kein Lizard. at 3 in the morning. So, und jetzt geht's aber los. Chat, ihr kennt meine Meinung. Frauen sind deutlich gruseliger als Männer. Eins, wenn ich recht habe. Eine Frau in der Doorbell-Camera sieht immer gruseliger aus als ein Mann, der irgendwie einen Raub machen will oder sowas. Das ist Lizard-Potenzial. On April 9th, 2023. It happened in Albuquerque, New Mexico. Oh. Okay, ich habe was vorbereitet für euch. Runterkommen. Runterkommen, Chat, runterkommen. Süß. Okay, reicht. Weiter. Mexico. The homeowner was sleeping when the clip was recorded. It wasn't until he woke up and saw a notification on his phone that he found out about it. He reviewed the footage, horrified. This is what he... Alter, die sieht... Alter. Was ist mit der, Chat? Also, die hat eine gebrochene Nase, glaube ich, oder? Sieht so aus, als wäre die Nase irgendwie gebrochen. Die sieht super verwirrt aus und so, hat mehrere Schlüssel. Ja, entweder halt auf Drogen oder halt wirklich verloren irgendwie gerade. He saw. A woman is shown trying multiple different keys to get into the house and even looking around for a hidden one. Alter. Denkt ihr, sie denkt, dass es ihr Haus ist?
Wahrscheinlich schon, ne? Ich glaube, die ist halt einfach verwirrt. Aber es sieht halt super creepy aus. The homeowner claimed that he had never seen this woman before. Ach du Scheiße, Digga. He said that she later started throwing rocks at his car and trying those locks. It's likely she was under the influence of something. Okay, die hat Steine auf sein Auto noch geworfen? Frankfurt Hauptbahnhof-Vibes? Ja, wahrscheinlich ist sie auf Drogen einfach, Chat. Multiple times she tries to insert keys into the doorbell camera itself. After a few minutes she walks off and was never seen on the property again. Her intentions are Und die Schlüssel sieht aus wie ein Revolver. unknown. Creepy. Das ist creepy gewesen. Walter Hickox is a homeowner in Daytona Beach, Florida. His home is set out in a wooded section of the city. In January of 2022, Walter was taking his 3 dogs out onto the Süß, super süß, Dackel. porch when Wie steht die zu Dackeln? Ich habe das Gefühl, Dackel kommen wieder. Dackel werden nochmal cooler, als sie schon sind. Irgendwie Dackel schon nice. Dackel haben was. he noticed one of them intently looking at something outside. The dogs suddenly start running to the left side of Oh, den Clip kennen wir, Chat. Da kommt ein Bär. Und jetzt guckt, was der macht. Den kenne ich schon. the camera, Wir gucken ihn trotzdem an. and that's when Walter realizes they were looking at a black bear. The bear climbs over a protective railing as it goes for the dogs. With barely any time Krass, er hat einfach seine Dackel gerettet. to process what he was seeing, Walter lunges at the bear as it goes for his dogs. He manages to push it back before he Hat er sich einen Hund geholt? Ich glaube nicht, aber er wollte. shoves a nearby chair in the doorway, preventing it from attacking again. He yells out that he was attacked by a bear as he brings his dogs back inside. Crazy. Was ein Mann? Ja, aber hättet ihr das nicht gemacht? Wenn es eure Hunde wären, Chat, ihr stellt euch vor, ihr habt 3 süße Dackel und da kommt ein Bär. Hätte doch jeder von uns gemacht, oder? Das hätte ich nicht mit ansehen können, dass der meinen Dackel frisst. Nee, Chat. Und der Bär sah auch nicht so super groß aus. Der sah eher wie ein kleiner Bär aus. When I had time to just sit and just stare, it all hit me and I started bawling. I couldn't believe how close to death I was, and I did it for my dog. Walter received minor injuries from the bear. Ja, der ist nicht so groß, der Bär. His dogs didn't receive any injuries. Ja, was macht ihr in der Situation? Voll auf die 12, Chat. Voll ins Gesicht hauen. Richtig auf die Bärnase drauf. Ja. This homeowner in Texas got a knock at their door for a DoorDash delivery around 1:20 in the morning. Only the homeowner hadn't ordered DoorDash. Boah, das sieht da auch creepy aus, Chat. She was Die hat auch riesen Nasenlöcher. sleeping. It was only her and her Giert. nephew in the home at the time. She Doch nicht creepy. remembers waking up to a metal clinking sound, but didn't think much of it until she noticed damage to the Guckt euch mal die Nasenlöcher an. outside of her house the next morning. This caused her to look back at her cameras, both the footage from her doorbell camera and the one she had set up in her backyard. This is what she saw. Habt ihr Angst? DoorDash? Oh. Yo! Ich wollte gerade sagen, DoorDash ist sowas wie Lieferando in Amerika. Yo! Die sehen aus wie Marsmännchen. The first video isn't as concerning. A woman standing at the door claiming to be with DoorDash from 1:20 a.m. to 2 a.m. This Wie Kobolde bisschen, ja? could be written off as a determined delivery driver that unknowingly had the wrong address. But it was the backyard footage that was genuinely concerning. Denkt ihr, die stecken mit ihr unter einer Decke? Ja, oder? Wahrscheinlich wollte sie checken, ob da jemand da ist oder ob der die Tür aufmacht. Und hätte er die Tür aufgemacht, dann wären die reingerannt wahrscheinlich. At 2 a.m., 4 men got into the backyard and tried to gain entry into the home through a window.
It's likely they planned on entering through the front door by ambushing the person that opened it for the DoorDash delivery. But when no one answered, they resorted to trying the backyard while the fake DoorDash deliverer stayed out front as a distraction. However, fortunately the men would be Der ist einfach ein bisschen Trampolinspringen gegangen nochmal. Stell dir mal vor, er hat einfach auf trocken einen Backflip gezogen. unsuccessful and are shown running away from the house on the backyard camera. Das ist halt das Ding mit Häusern, Chat. Das ist halt das Ding mit Häusern. Wer von euch wohnt in einem Haus? Das ist halt, also Haus super geil, super geil. Ich hätte auch Bock auf ein Haus. Ich merke auch, Chat, je älter ich werde, desto mehr Bock kriege ich auf ein Haus. Eine Garage, wo du so 1, 2 Autos reinstellen kannst, ein Pool im Garten, geil, geil. Eine Einfahrt und so, geil. Aber da ist halt dann nur ein Zaun so, wisst ihr, wie ich meine? Da ist halt dann nur so ein Zaun, Digga. The 4 men and the woman at the front door were all seen leaving the area together in a dark-colored sedan. They were never caught by police. In June of 2019, multiple homes in Chicago got a visit from a man claiming to be an investigator known as Jeff Rushmore. The only problem is that man doesn't exist. What the fuck? He was impersonating an investigator with the local police department, fully equipped with a fake uniform, a fake badge, and fake police radio chatter. Alter, das ist assi. Der faked einen Investor ihr wisst, was ich meine. This Ring camera caught him Also der faked halt, dass er ein Polizist ist. performing the act. Can you open the door? 26, I got you en route. Hilton Park District 821 is going to be the 6th person. 900 North Villa. 900 North Villa. Looks like PD is with them and has in custody. Ein Ermittler, ja, der faked ein Ermittler zu sein. Dylan 84. Hero, danke für den Prime. Alarm 4739 Forest, 4739 Forest across the Chicago Prairie, called in by a resident. Nothing showing. Der hat bestimmt bei YouTube eingegeben, Polizeidurchsagen, Sound, 24/7 Video. Und dann hat er das auf laut gemacht und in seine Tasche gesteckt, damit es sich so anhört, als würde der so mit der Polizei reden gerade, Digga. WTF, aber was ist seine Mission? Police Sounds 4K. 640 George, the individual's not answering the door. The homeowner doesn't answer the door. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, das ist einfach ein krasser Weirdo, der unbedingt zum FBI wollte, es aber nie geschafft hat und jetzt seinen Traum lebt. Ich glaube, der will gar nichts Böses. Der hätte gar nichts gemacht, hätte die Tür aufgemacht, hätte einfach nur gesagt, ja, also ich bin hier gerade auf einer wichtigen FBI-Mission. Mein Name ist Inspector Gadget und ich habe ein paar Fragen an Sie. Wo waren Sie gestern zwischen 7 und 18 Uhr? Im Supermarkt? Haben Sie Toastbrot gekauft oder das dunklere Brot? Butter oder Margarine? Yet the man stays in character, even faking a call back reporting the unresponsive homeowner. Another home in the area equipped with a Ring doorbell camera shows the same man. What the fuck, This Digga? time the homeowner does open the door. Okay, jetzt macht der Typ die Tür auf. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Hi, sorry to bother you so late. I'm Rushmore with the Winfield Police Department. I'm an investigator. One of your neighbors down the street reported a missing. The video cuts out there. Ich hab's euch gesagt. And explains a missing person case, and when the homeowner says he doesn't know anything about it, the interaction ends. Ich hab's euch gesagt. Der wollte bloß FBI-Agent spielen. Ich hab's euch gesagt, Chat. The motives behind him Der macht RP. impersonating an investigator are unknown. Often there are cases Das ist sein Hobby, ja. like this where the man is simply trying to get people to open their door thinking they're safe, but proceed to rob them or sometimes worse. However, he doesn't do this. No one knows his motives. One commenter said, "I honestly believe he was testing the waters, and as he felt more confident, he would have escalated from getting people to open their door to entering into people's homes to only God knows what next." According to recent documents, the man was never identified. WTF.
This video was captured in Kansas City. The doorbell footage shows a man appearing on the left side of the screen and climbing on the guardrail. He was trying to stay out of frame as he attempted to Warte. Was macht der denn, Digga? Wieso geht der nicht einfach hier die Treppe hoch? Das macht ja gar keinen Sinn, Digga. Was ist denn schon mit ihm schon wieder los? take the Ring camera off of the home. Okay, er will die Kamera erst wegmachen, okay. Inside the home was a woman and her son. The man was the woman's ex-boyfriend. Oh, also in dem Haus ist eine Mutter und ihr Sohn und das ist der Ex-Freund. Der Psycho-Ex ist es. He failed to remove the camera, so he left, but returned 30 minutes later. This time he had a cloth to cover the camera. What the fuck? Sowas check ich auch nicht, Chat. Sowas check ich auch nicht. Seid bitte nicht so weird. Wenn ihr eine Freundin habt oder einen Freund, was auch immer, bitte macht nie in eurem Leben so einen Scheiß. Bitte nicht, Chat. Bitte macht so eine Kacke nicht, Digga. Auch wenn die euch gebrochen hat oder was auch immer passiert ist, bitte macht nie in eurem Leben so einen komischen Stalker-Shit. Three minutes later, the homeowner's son ran into her room, frantic, telling her their car was on fire. Police and firefighters were called. Alter, der hat ihr Auto angezündet. Yo! Der hat ihr Auto angezündet. WTF. To the scene, but not before the fire destroyed their car and most of their home. Marianne, an expert in abusive relationships, responded with, "Abusive relationships Was ist denn mit seiner Stimme die ganze Zeit? are about power and control. And when that power and control is taken away or it's minimized, then what we see is those efforts are escalated to try and get them back." Police are currently looking for the homeowner's ex-boyfriend seen in the video. Krank. This happened in April of 2023 in a wooded section of Asheville, North Carolina. Oh, Bären wieder, süß. The homeowner of this house got a notification saying motion was detected at her front door. She opened the app on her phone and saw 3 bears on her front porch. They were tearing open a package that had recently been delivered. Inside the package was dog food, which they easily would have been able to smell. Die sind aber süß, oder, Chat? The homeowner opened her door and confronted the animals, trying to scare them off. Yo. Alter, krass, dass die gar keine Angst vor den Bären hat. The bears take one of the 2 bags of dog food inside the package. They're seen on the right side of the screen with the bag in their mouth as they walk off. Wahrscheinlich ist normal da, in der Gegend. Einfach Hundefutter. This footage was abgezogen. captured at night, just before 2 a.m. It shows a man ringing the doorbell to this home in Rochester, New York. Immediately after, he hides behind a parked car. He's seen crouched down, holding some kind of club in his hand, breathing heavily and sweating profusely. He nervously looks back and forth from out at the street to back at the house's front door. What the fuck? Warum schreiben einige Lizard, das ist eine Geheimsprache? Was macht der denn? Versteckt er sich? The man clearly looks to be on something. When he realizes no one was going to answer the door, he walks away. Another minute passes when a voice yells out that the police are on their way.
Der hat da hingekackt, sagt ihr? It's unclear whose voice this is. There are two main possibilities here. Ich glaube, der hat da einfach hingekackt, ja. Either this man was hiding from someone for one reason or another and he was trying to get inside a house so that he wouldn't be found, the voice being the person he was hiding from. Or he was trying to bait the homeowner into opening the door where he then planned to do who knows what. The voice here being a concerned neighbor that saw what he was doing. Either way, the man most likely did not have the best intentions. Okay, Video ist zu Ende, Chat. Ganz kurz nochmal zum Runterkommen. 2 Sekunden hier Tiervideo. Okay, ja, wie fandet ihr das Video, Chat? Ich muss sagen, gutes Doorbell-Video. Der schlimmste Clip für mich, der zweite mit der Frau, mit der gebrochenen Nase oder also wo die Nase so weird war. Ansonsten haben sich die Clips im Rahmen gehalten. Ich muss sagen, ich hatte nicht wirklich Angst, Chat. Ich hatte nicht wirklich Angst. Es war schon hier und da creepy, aber jetzt nicht ultra schlimm, oder? Nicht ultra schlimm. Da haben wir schon gruseligere Doorbell-Camera-Videos gesehen, muss ich sagen.